Hallo und herzlich willkommen zu unserem 5. Murmelrennen. Heute fahren wir in Vietnam. Ich habe euch hier einmal kurz die Strecke gezeigt und wir schauen uns wie immer einmal anhand von dieser Szene hier den Streckenverlauf an. Ich habe euch dazu das Video hier eingespielt und dann gehen wir es parallel einmal durch. Ihr seht hier einmal die Maus. Ich habe das Ganze jetzt mit einem roten Faden hinterlegt, sodass ihr immer schön der Strecke folgen könnt. Wir sehen hier auch einmal den Streckenverlauf, so wie wir es im Formel 1 2020 Spiel kennen. Und dann fangen wir einmal kurz an. Ich ziehe euch immer die Linie mit der Maus nach, wo wir aktuell sind. Wir fahren hier geradeaus. Bei der Murmelbahn habe ich hier wieder so ein Pendel eingebaut. Hier kann man wunderbar überholen. Dann geht es hier in diese ewig langgezogene Rechtskurve. Es ist echt schade, dass wir Vietnam jetzt nicht in echt gesehen haben, weil rein vom Layout her im Spiel macht die Strecke richtig Spaß. Hier geht es auf die lange Gerade, einmal nach ganz hinten durch. Ich habe hier 2 Überholmöglichkeiten eingebaut für die Kugeln. Mit den Höhensteinen hat es sich angeboten, dort jeweils zweimal abzukürzen. Hier nach der langen Geraden geht es dann in die lange Linkskurve und dann den gesamten Weg wieder zurück. Das können wir hier ganz schön sehen. Ich bin das Ganze mit dem Ferrari abgefahren. Das ist aber noch ein Video aus der damaligen Testversion. So, nach der langen Geraden gibt es einen leichten Rechtsknick, das können wir hier sehen. Und dann geht es immer weiter geradeaus. In echt erreicht man da Geschwindigkeiten bis zu 350 km/h. Dann stark abbremsen, einmal nach links und wieder ein Teil dieser langen Strecke wieder zurück, bis es dann in den letzten Sektor hier nach rechts geht und dann haben wir zahlreiche Links-Rechts-Kombinationen. In echt ziemlich knapp mit den Wänden. Auch hier bei mir habe ich an dieser Stelle keine Überholmöglichkeiten mehr eingebaut, weil diese alle schon am Anfang zu finden sind. Hier nochmal links, einmal noch rechts und dann geht es zweimal nach links und dann sind wir wieder auf Start und Ziel. So, dann gehen wir in das Rennen rein. Ich habe mich dafür entschieden, dass wir hier 12 Runden fahren. Ferrari startet als erster, Mercedes zweiter, Red Bull dritter und Lotus startet dann als vierter. Und dann starten wir rein ins Rennen. Ich habe das Ganze von unten angeschoben, da der Ventilator, genau, weil der Lift ganz oben steht. Und die Kugeln sammeln sich dort jetzt und jetzt startet Runde 1. Ich werde wie immer die Reihenfolge am Ende der Runde einmal oben einblenden und die aktuelle Rundenzahl. Das mache ich jetzt hier manuell, während das Rennen läuft. Mercedes hat hier einen wunderbaren Start erwischt. Mercedes erster, Ferrari ist damit zweiter, Lotus dritter und Red Bull vierter und wir gehen in die zweite Runde rein. Ja, Mercedes hat jetzt hier schon einen ordentlichen Vorsprung. Wir sind natürlich in Runde 2, nicht in 3. So, das habe ich einmal kurz korrigiert. Ja, Ferrari konnte jetzt hier natürlich die extreme Abkürzung nehmen, sich dadurch auf Platz 1 setzen. Mercedes zweiter, Lotus knapp dahinter und Red Bull ist schon ein bisschen abgeschlagen. Wir gehen rein in Runde 3. Da muss Red Bull darauf hoffen, dass sie einmal schön die Abkürzung nehmen können. Ferrari muss jetzt hier den ganz weiten Weg gehen. Mercedes kann richtig abkürzen und hat hier jetzt den ersten Platz. Lotus schiebt sich sogar noch an den Ferrari vorbei. Und ich weiß nicht, was mit dem Red Bull da los ist, aber der ist mal richtig langsam gerade. Die Strecke scheint immer nicht so zu liegen. Und weiter geht's mit Runde 4. Mercedes muss jetzt hier den langen Weg nehmen. Lotus kann sich sogar jetzt mal an die Spitze setzen. Auch Ferrari überholt den Mercedes. Und Red Bull ist im Niemandsland. Ich glaube, ich brauche da gar nicht weiter einzugehen. Es sieht nicht so aus, als könnte Red Bull hier noch irgendwas ausrichten. Die sind wirklich so weit hinten dran. Lotus jetzt mit einem soliden Vorsprung, muss jetzt allerdings hier einmal nach ganz hinten fahren. Ferrari kann das ausnutzen, zieht jetzt hier an der Stelle einmal vorbei. Und auch Mercedes schafft das Ganze wieder. Und dann gehen wir in Runde 6. Red Bull fährt noch die Runde 5 zu Ende. Boah, schafft es da kaum über diesen kleinen Hügel drüber. Also ich weiß nicht, ob das so weitergehen kann. Sonst werden die noch überrundet. Mercedes jetzt wieder hier an der Stelle einen ganz kurzen Weg und Ferrari und Lotus knallen sich da in das Auto rein, bremsen sich gegenseitig halt richtig aus. Und wir gehen in Runde 7. Wieder knapp über den Hügel geschafft von Red Bull. Mercedes ist jetzt schon im ersten Sektor, nimmt den ganz langen Weg, aber einen riesen Vorsprung. Also ich glaube, das könnte sogar reichen, um vorne zu bleiben. Wird ganz knapp. Ja, sie schaffen es, vorne zu bleiben.
Lotus Dritter, Ferrari knapp hinter dem Mercedes. Und dann gehen wir in Runde 8 und sogar der Red Bull schafft es jetzt nicht mal mehr. Hinten der Lotus fällt auch noch raus. Jetzt haben wir 2 Wegen verloren in Runde 8. Das ist natürlich jetzt ganz bitter. Wir fahren aber natürlich diese Runden jetzt zu Ende. Ferrari ist vorne, Mercedes Zweiter. Und ich lasse euch jetzt die Reihenfolge Lotus Dritter und Red Bull Vierter, weil Red Bull zuerst rausgeflogen ist. Und dann gehen wir in Runde 9. Und Ferrari kann hier ganz knapp am Mercedes vorbeiziehen. Jetzt müssen die beiden das sich unter sich ausmachen. Und dann haben wir noch insgesamt 4 Runden, die sie jetzt fahren. Das stimmt gar nicht, wir gehen jetzt in Runde 10. Noch 3 Runden sind es. Mercedes kann jetzt hier den kurzen Weg nehmen, muss im letzten Sektor den langen Weg und Ferrari kann zumindest rankommen, bleibt aber hier jetzt richtig eng. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber kurz nach der Weiche haben sie richtig Zeit verloren. Wir gehen in die vorletzte Runde. Mercedes jetzt mit einem doch schon soliden Vorsprung. Vielleicht können sie das sogar halten. Wir müssen jetzt zwar den langen Weg gehen, aber selbst die ganzen kurzen Wege von Ferrari, dass sie da richtig nah rankommen, reicht nicht aus, um jetzt in der letzten Runde ranzukommen. Aber sie haben ja jetzt noch die letzte Chance zu überholen. Sind jetzt deutlich näher dran als in der letzten Runde. Das könnte reichen. Mercedes muss ganz außen rum. Ferrari kann hier lang, muss jetzt aber den langen Weg da in dem 3. Sektor gehen. Das reicht für Mercedes nicht und Ferrari gewinnt in der letzten Runde das Rennen. Boah, das war spannend. Also, wir fassen nochmal zusammen. Ferrari erster, Mercedes zweiter, Lotus theoretisch dritter und Red Bull vierter. Die sind in der 8. Runde war es, glaube ich, rausgeflogen. Ich blende euch jetzt einmal hier das Leaderboard von mir wieder ein. Ferrari bekommt dann für den Sieg 5 Punkte, hat jetzt 19 Punkte, Mercedes bekommt 3, ist damit nicht mehr erster. Red Bull bekommt 0 Punkte und Lotus auch. Ihr fragt euch vielleicht, warum. Der zweite bekommt doch eigentlich 2 Punkte und der letzte einen Punkt. Ich habe mal im Regelwerk nachgeschlagen. Ich kann euch das Zitat hier einmal kurz drüber legen. Und da steht drin, Wertung bei Ausfall eines Fahrers. Hat ein Fahrer zum Zeitpunkt des Ausfalls mindestens 90% der Renndistanz absolviert, wird er gewertet und ist theoretisch auch berechtigt, Punkte zu sammeln. Bei uns ist das aber in der 8. Runde passiert, von 12. Und aus dem Grund habe ich mich dafür entschieden, dass es hier genauso gehandhabt wird wie in der richtigen Formel 1 und deswegen die beiden diesmal leer ausgehen. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das nächste Rennen hinter mir ist schon aufgebaut, wird Spanien sein. Ich freue mich richtig auf die Strecke. In Spanien haben wir diesmal wieder einen Trichter. Das hat in China wunderbar funktioniert. Das habe ich auf jeden Fall vor, häufiger zu machen. Ich habe mir jetzt auch eine neue Erweiterung geholt, diese Brückenerweiterung. Dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit, 2 parallele Strecken zu bauen und kann dann sagen, die eine Strecke ist eine langsame und die andere ist eine schnellere Strecke und dann haben wir dort direkte Überholmanöver nebeneinander und ich hoffe, ich kann das umsetzen und da freue ich mich schon auf das nächste Rennen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.